cool die Geschichte. Servus und herzlich willkommen bei dem neuen Video. Heute mit Stefan unterwegs. Grüß dich. Das ist zwar nicht die schönste Tour über den Hintergrad vom Wetter her, aber für die Ausführliste aufs YouTube. Viel Spaß! Guten Morgen kann man jetzt glaube ich schon fast nicht mehr sagen, schon fast Mahlzeit. So, am Parkplatz starten wir und jetzt geht's auf. Da oben, wo die Wolken umeinander ziehen, sieht man schon die Hintergradhütte. Wahrscheinlich circa 2 Stunden Zustieg. Schauen wir mal, werden wir jetzt ganz entspannt machen. Und ja, Tagesziel für heute. Jetzt sind wir die ersten 22 Minuten unterwegs. Haben gerade da drüben die Hänge wirklich begutachtet. Ist sauber warm und heute jetzt auch nicht flach, aber sonst unschwierig. Ja, wer da noch Bock hat, kann seinen Rucksack oben stehen lassen an der Weggabelung. Kann sich eine Erfrischung gönnen. Ja, bis zu dem Schuldel waren wir jetzt die ersten 48 Minuten reine G-Zeit unterwegs. 380 Kilometer gemacht und es ist so brutal heiß. Spinnst du? Vorne wird auch geschwitzt. Leck mich am Arsch. Jetzt geben wir gerade ein bisschen Gas, was da hinten zuzieht. Erst sau heiß und dann schwitzt man, wenn man am Berg so aufrennt. Jetzt machen wir mal ein bisschen Pace. Ja, ein bisschen aneinander pacen. Ja, nach 1 Stunde 22, weil das Wetter da oben so reindruckt, sind wir an der Hintergradhütten. Tröpfchen wird es auch schon. Ist genau ausgegangen. So, da sind wir im Zimmer Nummer 1, also nackter Mo. Mahlzeit. Und draußen geht die Welt so ein bisschen unter. Muss man sagen, jetzt hier, boah, ey, wie schaue ich aus, das halt zusammendatscht. Bei unserem Kurztrip bisher haben wir jetzt immer Glück gehabt. Jetzt drückt es mal sauber die Daumen, dass das morgen auch so funktioniert. Erst Weltuntergang und dann wieder schönstes Wetter. So ist das heute in die Berg, gell? Kann man gleich mal einen Daumen da lassen für die Aussicht. Schaut euch das mal an. Brutale Geschichte. Jetzt kann man da noch ums Eck herumgehen. Genau da ist er. Genau so schaut das Ganze dann am Abend nach dem Abendessen aus. Und ja, jetzt ist für uns der Tag auch dann zu Ende. Schauen wir mal, was da morgen so geht da hinten. Einiges. Die Bergführer gehen, deswegen werden wir auch gehen. Wahrscheinlich. So, es ist 4 Uhr in der Früh. Der nächste Tag ist angebrochen. Wir starten. Es ist noch dunkel. Das Wetter sollte eigentlich bis Mittag kommen. Schauen wir mal. Noch sieht man nicht wirklich viel. Aber schön warm ist. Aber schön warm ist. Immer noch dunkel, logischerweise. Und jetzt sind wir gleich bei der Abzweigung zum Gletscherweg. Da geht es dann geradeaus weiter die Moräne auf. Man sieht das ja vor uns, da wo die Lampen sind. Geht es dann erstmal Schoderfeld auf. Ja, und dann geht es auf über den Schoder. Steil, steil, steil. So, Rückblick auf die Aufstiegsrouten. Es kommt schon langsam Sonne, sauber ins Panorama haben wir da einen Knack. So hier,
Heute sind ja nicht viele Leute unterwegs. Aber jetzt hier an der ersten Zwacherplatten startet es halt ein wenig. So, die Rinnen nochmal von oben gesehen. Stefan ist eh gleich draußen. Ja, gut geht's. So schaut das dann nach der Rinne aus. Wieder Schoderfeld, wieder ähnlich steil geht's nach oben. Blick auf unsere Aufstiegsrouten. Beginnt jetzt ein bisschen einfache Kletterei. Bis daher waren wir 1 Stunde 30 oder so unterwegs und haben 710 Höhenmeter gemacht. Das ist schon wieder eine Mordsrennerei, aber so ist das halt. Ja. Boah, stinkt der. Ganz entspannt die Runde und einen blauen Blick hinten auf den Gletscher. Und genau, schauen wir mal. Genau, also wir sind jetzt seit Stunde 45 laut meiner Uhr unterwegs und genießen auf alle Fälle die erste Rinne. Der Adrian kommt schon und steigt auf. Ganz eine entspannte Runde und wir haben einen Traumblick hinten auf den Gletscher. Und genau, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Oh, es geht gut. Schaut euch mal das an. Brutale Geschichte. Naja, da vorne hängen noch die Wolken drin. Vielleicht verzieht sich das noch. Und jetzt sind wir gleich beim ersten Schnee- oder Eisfeld. Und bis daher waren wir 1 Stunde 50 unterwegs. So, Steigeisen haben wir uns angezogen. Ist schon recht abgeapert da hinten. War Treppe jetzt ein bisschen im Eis, ist halt oben, hängt es halt auch gerade drin. Schauen wir mal. Eigentlich bis Mittag hat er gesagt, soll es halten. Ja, Rückblick
aufs erste Eisfeld. Und da geht es dann weiter. Genau da unten im Nebel das Eisfeld. Nachdem jetzt eine Regenfront durchgezogen ist, schauen wir mal vorsichtig weiter. Aussicht leider bisher eher mau. Aber der Fels, der trocknet schon. Ja. Gut. Ja, gut im Nebel alles. Da unten irgendwo ist das erste Eisfeld, also bis daher eigentlich alles Gehgelände und halt Nebel. Jetzt haben wir auf alle Fälle nicht mehr weit zum Signalkopf. Von der Luft her, glaube ich, geht es bei beiden gut, oder? Also, und ja, wie man sieht man nichts. Wir hoffen noch darauf, dass man ein bisschen was sieht. Genau, Aber am Weg sieht man, das ist das Wichtige für das Video. wir sind auch zuversichtlich, der Weg ist super erkennbar. Ein paar Sturmhandel drin und genau, aber ist eigentlich relativ viel zusammentreten. So, wenn mich nicht alles täuscht, im Nebel ist das der Signalkopf. Da geht es jetzt außen unten rum. Oh, gehen wir gleich hinterher. Bisschen trockener kann es sein, gell? Bisschen. Der ist locker. Das ist wieder was für große Menschen, oder? Geht voll gut. Er ist locker. Der Hund da. Ja, aber da war ein guter Riss. Und sie ist dann heute mir der Feste. Attenzione qua. Cosa hai detto? Ja, cooler, wenn es einfach ein bisschen trockener war. Ja. Ist ein Rumgeschuster da vor dir. Das ist ein Schusterverein vor dir. Was hat er so viel Schuster? Nein, eigentlich nicht, gell? Ja, Barmas, nehmen wir es mit. Ich weiß ja nicht. Vielleicht bauen wir es noch. Weißt du nie?
Querung unterm Signalkopf im Rückblick. Ja, mei, wir sind seilfrei gegangen, weil wir es kennen. Luftig, aber wir sehen nicht, wie es luftig ist. Genau, das macht es mental einfacher. Und jetzt da vorne irgendwo im Nebel müsste die erste Schlüsselstelle die 4- sein. Ich rieche schon. Ja, ein bisschen macht es auf. Jetzt sieht man hier einmal was. Es soll wirklich zum Obacht geben gerade. Der vorige Regenschauer hier jetzt den Fels nass gemacht hat. Teilweise ist er auch schon wieder trocken, aber hier ist er gerade wirklich eher nass. Ja. Ja, verstehe. So schaut das aus. Jetzt macht es gerade ein bisschen auf. Wo die Geschichte. Der Klamper der Achter ist. Ja, der andere steht ja schon direkt hinter mir. Troppo freddo. Okay. Bisschen locker. Merci. Ja, ja. Stehst du gut? Ja. Tú tienes una da cerca así, pero ¿dónde tienes ahora la mano? Ja. La mano, tú tienes una pequeña presa así. Kannst schon nachziehen. Passt schon, passt schon. Erst einmal Nos vamos para afuera. passt. Gleich aufschießen. Warte, ich gehe mal kurz davor. Passt schon. Absetz. Ich glaube, da ist ein Knoten oben. Das hat sich verknotet. Steig du mal gleich weiter. Und das schwingt halt nicht. Das ist da rüber, oder gleich? Ja. Blick zurück, man sieht nicht voll. Luftig ist. Dann geht es jetzt irgendwie weiter. Dann sollte echt gleich schon das zweite Eisfeld kommen.
Wahrscheinlich außen rum, gell? So wie das ausschaut. Oder magst du einen gehen? Ja, das passt schon so. Das können wir schon so. Jetzt müssen Sie mal umdrehen, gell? Dreh dich mal um. Reißt gerade ein bisschen auf. So, jetzt reißt es ein bisschen auf. Und ja, bis zum zweiten Eisfeld haben wir jetzt 3 Stunden 29 eine Gehzeit gebraucht. Ja, ist halt mit dem Nebel ein bisschen schwierig. Und das sind wir umgangen, wie ihr es gerade gesehen habt. Ha, puh. Haben wir schon eigentlich. Ja, jetzt sind wir schon auf 3,50 gesehen. 3,8. Was? Da ist eine brutale Scharte. Da linken Hand kommst du. Passt. Gut. Steig mich mal vor, oder? Ja. Ja, passt schon. Ja, ich bin da. Geht das hier? Schon da. Ich bin schon da. So, da stehen wir in der Suppe, haben uns aufgeplagt. Schnaufen wir. Warten wir wieder mal. Ja. Ungefähr eine halbe Stunde haben wir verloren insgesamt schon. Warte mal schnell, wie fast du weitersteigst. Gell? Ja, ja, du hast da noch Seil. 2 Meter hast du noch. Kopf angehaut.
Ja, wart. Bin schon da, bin schon da. Passt. Passt, oder? Passt, voll gut. Kommst du noch auf? Jetzt ist er voll warm. So. Zweite Viererstelle hinter dem Dutten. Weitaus einfacher als die erste, weil schön griffig. Und wir werden mit herrlicher Aussicht belohnt. Der Wahnsinn ist, jetzt kann es nicht mehr weit sein. Die Uhr sagt 3,846. Es geht ja nicht so weit runter. Du springst dann. Ich bin schon da. Ja. Ich stehe auch relativ gut gerade da. Die links, wenn ich hier direkt Unser Stücke, was wir so über Schneefette da aufgekommen sind. Und hier noch ein bisschen Stau und Climbing Action. Eigentlich mehr Stau als Climbing Action. So. Das können wir besonders gut spreizen. Bin schon da. Passt, oder? Passt ja. Das Stücke, was wir aufgesamt, noch am Rückblick. Da geht es jetzt ums Eck um eine schöne Glitterei. Aber mit langen Haxen. Lange Haxen haben wir einen Vorteil oder was? Muss ich nachkommen. Ja, ja. Weil es wirklich bist du? Bin ich da. Naja. Luftig, luftig. Oh. Am besten schnell auf den Fuß rein. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, passt schon. Bauchiger Fels. Passt. Schattel.
macht, oder? Puh, macht's. Ja, geil. Sauber. Gut gemacht. Bis da schon mal 4 Stunden 17 und jetzt sieht man nichts. Gehen wir da mal da um, wir machen kurze Pausen, oder? Da drüben. Die Hexe haben wir mal gescheit Foto. So, nach windigen Pausen geht es jetzt den Normalweg runter. Wir hängen uns dann nochmal an die Bergführer hinten dran. Ja, es zirkt umeinander, leider reißt es nicht auf, man kann nicht alles haben. Dafür haben wir bis auf 3 Seilschaften gar nicht im Grad drin gehabt. Kurz reißt es einmal auf. So, schauen wir mal. Geilste Hochzeit, die ich dieses Jahr mache. Brutal. Nochmal die Teilversichert ist. Wird zu machen. Vorhin schaut es nicht so gut aus, wobei es mittlerweile schon besser ausschaut. Es geht weiter da runter. Schaust du mal nach links. Genau, bisher waren wir jetzt 5 Stunden 28 rein, geht es halt unterwegs. Steigeisen sind jetzt wieder aus. Nochmal Blick zurück. Jetzt begrüßt uns fast die Sonne. So geschert kann es sein. Und ja, da hinten müssen wir noch weiter. Ja, wenn man dann vom Gletscher runter geht, Fahrt jetzt lang nicht, wird es ja die lustige, also als Klettersteig wird es bezeichnen, glaube ich. Kettenversichert. Geht's da durch.
Gut, dass die noch so gerade sind. Ja, diese Dinger da. Ja. So, und auf der Stelle da hinten, wo man sich so ein bisschen, ja, ist luftig, aber nicht schwierig, drüber bouldern muss. Erst einmal wieder Gehgelände. Speckparty. Oh. Na. Ja, aber ich habe heute früh schon gegessen und das war uncool. Scheiße, eher das Problem, dass hier so speckig ist. Und jetzt sollst du nochmal abseilen. Geronimo. Pfeift ein wenig. Pfeift ein wenig, auch noch ein bisschen. So, jetzt sind wir auf alle Fälle da auf der anderen Seite wieder runtergekommen, nordseitig. Da ist von dem Spitzerl oben ist eine schöne Stahlketten bis zu dem Platz, wo jetzt die Aspiranten zum Bergführer haben. Ja, wir haben jetzt mal geschaut, dass wir vorbeikommen. Haben wir geschafft. Haben wir zum Glück geschafft. Hat uns ungefähr schon wieder, glaube ich, ein bisschen Zeit gekostet, aber haben wir ja, doch hingebracht. Also von dem her. So, und jetzt schauen wir mal weiter. Sechs Stunden und 18 Minuten und dann sind wir an der Peierhütten. So, da gibt es jetzt erst einmal Pausen. Jetzt möchte ich meinen, dass vorher so neblig da hinten drin war. Aber ja, Gipfel hängt immer noch in Wolken. Passt. So. Nach einer ausgiebigen Mittagspause auf der Hütte packen wir es jetzt weiter. Nochmal Blick zurück, auch man sieht den immer noch nicht ganz, also heute zeigt er sich einfach nicht ganz. Und ja, da zeige ich jetzt nur noch ein, zwei Impressionen, gell, so im Abstieg, und dann
jetzt hängen wir uns eh schon zur Zusammenfassung. Da haben wir nochmal einen sauberen Blick. Gewaltig schaut's aus. Halt, Moment, brutal. Brutal schaut's aus. Da in der Ferne unser nächstes Zwischenziel, aber da läuft man dran vorbei, aber schaut eigentlich ganz gut hier alles aus. So, jetzt bis zur Tabaretta-Hütten waren wir jetzt 7 Stunden und 2 Minuten rein. Geht's halt unterwegs. Es wird schon wieder Pace da vorne gemacht, weil da hinten das übliche Spiel heute schon den ganzen Tag wieder was reindruckt. Wieder mal zur Abwechslung Regen. So schaut das dann total idyllisch aus. Das ist eigentlich das, was man in die Videos immer nicht sieht. So, jetzt hat Zusammenfassung vom Ortler Hintergrad, warum wir da stehen. Oben hat es geschifft wie sonst irgendwas. Haben wir gesehen am Schluss im Video und da haben wir keine Zusammenfassung gemacht. Jetzt. Deswegen stehen wir gerade da. So, es ist eine amtliche Tour. Braucht alpine Erfahrung mal vorweg, unabhängig der Wetterbedingungen, die wir hatten, weil der Grat, ja, der fordert schon diverse Basics und man hat vor allem das ist ein Mixed, also Gletscher kommt dann halt im Abstieg und der ist auch nicht ohne tatsächlich, also spaltenreich. Genau, wir haben es von der Hintergrathütte aus gemacht, also haben es praktisch als Zweitagestour gemacht. Ja, Wetter war eigentlich besser vorhergesagt, als es dann tatsächlich war. Abbruchgrund wäre es Gewitter gewesen. Das kam aber erst ganz spät, also da wo wir schon wieder unten im Tal waren. Am Schneefeld hat es uns sauber zugeschifft und gesehen haben wir nicht viel. Nein. Aber ich glaube, dass man halt die Kletterstellen trotzdem ganz gut im Video gesehen hat, weil die, also soweit hat man dann schon gesehen. Wie schon in der Einleitung gesagt, es ist jetzt nicht das Video mit dem schönsten Wetter im Video, aber das ausführlichste. Ja. Und das wird einfach mal klar und deutlich sagen, dass einfach das einmal ein absolutes Absturzgelände ist und die Freiklettereien, die wo vielleicht auch ein bisschen in die Videos oder in die Kurzszenen gezeigt werden, absolutes alpines Gelände, volle Erfahrung ist da gefragt. Also wir haben auch die Sachen ohne Seil gegangen, die war zum Freigehen waren. Also genau, ja. Dafür haben wir uns gut eingespielt. Schon, genau. Alles andere haben wir ausführlich gezeigt. Wenn es Fragen zur Tour hat, schreibt es einen Kommentar. Für alle, die neu mit dabei sind, gerne einen Abo-Button drücken. Mit Kanalmitgliedschaft gerne mal anschauen. Da gehen immer die Einnahmen, werden an die Bergwacht gespendet und man kann das Video zum Beispiel schon vorab sehen oder dann im Nachgang ohne Werbung. Und vor allem den GPX-Track, wer da Interesse hat, auf den kann man auch zugreifen. Dann noch gerne im Merch-Store vorbeischauen. Jetzt wird der Arm schwer, weil wir Pizza gegessen haben. Deswegen sind wir weg. Noch am Schluss, schaut euch mal den Kaffee vom Steffen an. Den haben wir nämlich wirklich ganz viel jetzt getrunken, wo wir da in Sulden waren. Top-Empfehlung. Und einen nachhaltigen Beitrag habt ihr auch geleistet, weil die Werbeeinnahmen gehen dann wieder woanders hin, werden auch gespendet. Jetzt haben wir es. Damit sind wir weg. Gut, wir wünschen euch was. Genau. Servus. Ciao, fertig.